Hallo und herzlich willkommen zu Inside AI. Heute mit einem kleinen Statusbericht zum Thema AGI und ASI. Sind wir schon da oder liegt es noch in weiter Ferne? Ja, in den letzten Monaten gab es tatsächlich einige Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass immer mehr Menschen realisiert haben, wie schnell sich doch die Technologie weiterentwickelt im Bereich KI. Und gerade um die Weihnachtszeit 2025, letztes Jahr herum, haben viele Leute dann Zeit gehabt, um Dinge wie Claude Code beispielsweise auszuprobieren, also Coding-Agenten, und haben tatsächlich viele mit Erschrecken festgestellt, wie gut diese Systeme doch teilweise sind. Es wird natürlich weiterhin immer noch diskutiert, was die Schwachstellen sind und auch was die negativen Auswirkungen gesamtgesellschaftlich von solchen Technologien sind, auch wenn die Technologien an sich sehr gut sind. Aber ich möchte heute tatsächlich ein bisschen darüber sprechen, ob und oder wann wir das Thema AGI, also Artificial General Intelligence, erreicht haben oder erreichen werden, was verschiedene Stimmen dazu sagen und was auch aktuelle Studien zu diesem Thema sagen. AGI, Artificial General Intelligence, gibt es viele Definitionen für das Thema. Ich hatte ja in einer vorherigen Folge diese Definition auch schon mal aufgeführt. Zusammenfassend kann man sagen, grundsätzlich geht es um die Fragestellung, wann haben KI-Systeme einen Stand erreicht, der quasi allen Menschen ebenbürtig ist. Das heißt, die KI kann alle normalen Aufgaben so gut wie ein durchschnittlicher Mensch oder in anderen Definitionen vielleicht sogar wie die besten Menschen. Und wenn wir uns einfach den Stand der Technik angucken bei agentischen Systemen, bei Coding-Agenten, aber auch allgemeinen Agenten, das Thema OpenClaw beispielsweise hatte ich ja auch schon angesprochen, also Agenten, die jetzt eigenständig auf vielleicht sogar eigener Hardware laufen können und schalten und walten können, dann stellen wir doch relativ schnell fest, wie viele Aufgaben mittlerweile schon von diesen Systemen übernommen werden können. Und weiterhin gibt es natürlich ungelöste Fragestellungen. Das Thema der Halluzinationen ist immer noch nicht vollständig gelöst und auch die Fragestellung, wie wir diesen Systemen ein permanentes Gedächtnis erzeugen können oder wie diese Systeme vielleicht sogar kontinuierlich lernen können. Das sind Fragestellungen, die noch nicht vollständig gelöst sind. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir eine Schwelle überschritten, einen Punkt erreicht, wo man sagen muss, diese Systeme können sehr, sehr viele Aufgaben im Allgemeinen tatsächlich schon einfach autonom ausführen. Und wenn es vielleicht nicht beim ersten Mal klappt, dann haben wir mittlerweile festgestellt, ja gut, dann geht man dieses Thema einmal mit dem Agenten durch und dann schreibt sich der Agent eine Anleitung fürs nächste Mal und beim nächsten Mal klappt es dann deutlich schneller. Und auch hier haben wir natürlich den Umstand, dass wir diesen Zyklus natürlich beliebig oft wiederholen können, das Ganze soweit verbessern können, bis der Agent sozusagen alle Aufgaben sich gut beschrieben hat. Man kann nicht davon sprechen, dass der Agent diese Aufgaben dann wirklich gelernt hat, weil letztendlich liest er sich vorher nur eine Anleitung durch. Aber in der Konsequenz und in der Nutzung wirkt das Ganze tatsächlich dann so, als würde der Agent tatsächlich das dann schon machen können. Wir können uns das Ganze einmal beispielhaft anschauen. Ich gehe mal hier in mein eigenes System, das habe ich ja auch schon angeteasert, soll jetzt keine Schleichwerbung sein, sondern es geht nur darum, dass wir jetzt hier einfach ein System nutzen können, wo wir das Ganze nutzen können. Und ich kann einmal sagen, mach mir doch mal bitte eine Analyse, ein Deep Research zum Thema Status AGI im März 2026. Und was wir jetzt sehen werden, er schreibt sich seine To-Do-Liste, er liest sich seinen Skill durch und weiß dann ganz genau, wie er diesen Deep Research-Prozess durchlaufen soll, was er dafür machen soll und wird dann hoffentlich das Ganze Stück für Stück abarbeiten. Hier an dieser Stelle soll das Ganze nur einmal als Demonstration dienen zu etwas, was jetzt auf jegliche Tätigkeit appliziert werden kann. Ich kann also für eigentlich jede Tätigkeit, die ich mir vorstellen kann, dem Agenten bestimmte Skillbeschreibungen hinterlegen. Die kann ich entweder selber schreiben oder die kann ich gemeinsam mit dem Agenten iterativ ausarbeiten. Und dann habe ich die Möglichkeit, wirklich diese Systeme für sehr, sehr viele verschiedene Einsatzzwecke einzusetzen. Allen voran die Matter-Studie, die tatsächlich aufzeigt, wie lange solche KI-Agentensysteme mittlerweile autonom agieren können. Und wir können sehen, mittlerweile Claude Opus 4.6 oder auch GPT 5.3 Codex High. Vor wenigen Tagen wurde GPT Codex 5.4 auch jetzt schon angekündigt. Das wird wahrscheinlich dann jetzt auch die nächsten Tage darauf auftauchen. Zum Beispiel können diese Modelle mittlerweile einfach so lange arbeiten, bis sie ein Bildklassifikationsmodell trainiert haben. Das heißt, man kann diese Modelle mittlerweile einfach einsetzen, um weitere KI-Modelle, kleinere KI-Modelle zu trainieren. Habe ich tatsächlich selber auch schon jetzt häufiger genutzt für diesen Fall. Und
letztendlich glaube ich, dass diese Modelle, diese Ansätze auch in vielen Bereichen mittlerweile schon gut genug eingesetzt werden. Natürlich heißt das nicht, dass wir jetzt alles sofort automatisieren können. Das wird auch vielleicht nicht möglich sein, dass wir wirklich alles automatisieren, weil ich glaube, dass die echte Welt, das Leben ist einfach sehr komplex und wir haben sehr viele verschiedene Interaktionsmechanismen durch den Tag weg, auf unsere Arbeit auch. Und ich glaube, man darf nicht den Fehler machen und nur weil man jetzt bestimmte Aufgaben auch für lange Zeit automatisieren kann, direkt den Schluss ziehen, dass wir jetzt alle übermorgen arbeitslos sind, weil dann nur noch die KI die Arbeit verrichtet. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich realistisch sein und uns angucken, was sind das denn für Aufgaben, die diese Systeme jetzt eigenständig über einen so langen Zeitraum bereits erledigen können. Und was heißt das für unsere Unternehmen? Wie können wir das Ganze sinnvoll auch in unsere eigenen Unternehmen einbetten? Und was heißt das für die Beschäftigten in unseren Unternehmen? Und das Ganze hat Anthropic tatsächlich jetzt auch in einer neuen Studie versucht herauszufinden. Man muss natürlich dazu sagen, Studien, die jetzt von den KI-Laboren wie Anthropic oder OpenAI veröffentlicht werden, natürlich haben die ein sehr starkes monetäres Interesse, die eigene Technologie auch nach vorne zu stellen. Allerdings ist es trotzdem sehr interessant, da drauf zu schauen. Und ein Diagramm, was ich persönlich sehr spannend finde, ist folgendes, nämlich die Fragestellung, wie wird KI aktuell eingesetzt? Das sind so dieser rote Bereich in diesem Spinnendiagramm. Können wir sehen, insbesondere im Bereich Computer wird das natürlich eingesetzt, aber auch zum Beispiel im juristischen Bereich immer mehr, im Bereich Bildung und auch hier im ganzen Bereich administrative Büroarbeit. Wenn wir uns jetzt aber angucken, was dieser blaue Bereich darstellen soll, das ist laut Anthropic der theoretische Bereich, den aktuelle KI-Systeme abdecken können, und da bewegen wir uns natürlich in einem Bereich, das Ganze hat jetzt hier keine wirklich sinnvolle Skala, also was jetzt hier die 1.0 heißen soll und die 4.0, also ich würde davon ausgehen, das bedeutet, dass bis zu 100% der Tätigkeiten in diesem Bereich von KI-Systemen ausgeführt werden können. Natürlich müssen wir das Ganze etwas kritisch beäugen, aber ich glaube schon, dass eine Sache richtig ist, nämlich die Sache, dass so wie wir KI heute einsetzen, ist gerade erst am Anfang. Also das Potenzial ist deutlich größer, als es aktuell ausgeschöpft wird. Und wir müssen natürlich auch erstmal anfangen, diese Systeme bei uns einzubetten, bis das Ganze durchdiffundiert in die eigentlichen Einsatzfelder. Da dauert es tatsächlich, glaube ich, noch eine ganze Weile. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wenn wir jetzt zunehmend diese Systeme in diesen ganzen Bereichen einsetzen, das verändert natürlich die Arbeit, das verändert auch wahrscheinlich die Struktur, die Zusammensetzung von Organisationen, wie viele Beschäftigte man noch in verschiedenen Bereichen benötigt. Spannend sind natürlich vor allem die Bereiche, wo KI offensichtlich keinen großen Mehrwert Stand heute bringen kann, also sowas wie Produktion, Transport, Installation, Reparatur, das Bauwesen oder auch sowas wie personennahe Dienstleistungen, auch Restaurantbereich beispielsweise. Das scheinen Bereiche zu sein, wo das Potenzial von KI nicht so hoch angesehen wird. Natürlich immer dann, wo vor allem menschliche Interaktion im Vordergrund steht oder halt die physische Interaktion. Da müssen wir ja sagen, wenn wir jetzt die humanoide Robotik betreiben, kratzen wir gerade erst so an der Oberfläche. Natürlich gibt es die Industrierobotik beispielsweise schon lange, aber auch hier hat sich gezeigt, dass letztendlich nicht alles immer automatisierbar ist, gerade wenn man sehr flexibel agieren möchte und in niedrigen Stückzahlen produziert. Es ist tatsächlich sehr viel manuelle Arbeit immer noch vonnöten. Und ohne jetzt darüber ein finales Urteil abgeben zu wollen, ob wir an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir haben AGI oder nicht, glaube ich, dass wir uns eingestehen müssen, dass diese Systeme einen sehr großen Impact haben werden auf unsere Arbeitswelt, auch auf die Gesellschaft, und dass wir natürlich idealerweise lernen sollten, wie wir diese Systeme sinnvoll einsetzen können und wie wir mit diesen Systemen bestmöglich umgehen können. Dazu gehört aus meiner Sicht aber auch ein Phänomen, das jetzt zunehmend Leute beschreiben, nämlich das Phänomen, dass wir, obwohl die KI sehr viele Aufgaben übernehmen kann, anstatt dass wir weniger arbeiten, haben viele Leute das Gefühl, dass wir jetzt mehr arbeiten, dass Arbeit intensiver ist. Ich hatte ja in einem vorherigen Video auch schon die Harvard Business Review Studie dazu einmal gezeigt. Und das ist auch etwas, was ich persönlich tatsächlich berichten kann, nämlich dadurch, dass ich jetzt viele Dinge parallel bearbeiten kann, viele Projekte parallel bearbeiten kann, habe ich auch tatsächlich das Gefühl, dass ich letztendlich mehr arbeite als zuvor. Ich habe Gott sei Dank noch relativ viel Spaß dabei, aber auch ich merke, dass das Ganze natürlich langfristig gesehen nicht wirklich nachhaltig ist. Also ich glaube, wir müssen hier auch als Menschen, auch als Gesellschaft uns die Frage stellen,
was wollen wir denn mit dieser zunehmenden Automatisierung erreichen? Wollen wir wirklich alle intensiver und härter arbeiten? Das ist, glaube ich, wie gesagt, keine dauerhaft nachhaltige Lösung, sondern wir müssen auch hier schauen, wie wir vielleicht zunehmend in einen Modus kommen, dass wir grundsätzlich am Ende auch zufriedener dastehen und die eigene Gesundheit darunter dann nicht leidet. Ja, und wenn wir uns hier jetzt nochmal zurückspringen und angucken, nur einfach um das darzustellen, wir haben jetzt hier unsere Analyse fertig gemacht. Da kann man sich natürlich jetzt wirklich die Frage stellen, wie lange hätte sowas gedauert, wenn ich das von Hand gemacht hätte. Ich kann natürlich jetzt, ohne das zu lesen, nicht darüber urteilen, wie gut das Ganze tatsächlich schon ist. Wir können jetzt mal schauen, was er mir hier an Dateien erzeugt hat. AGIs Status 2026. Wir können jetzt zum Beispiel auch ihm noch sagen, machen wir mal eine schöne PDF da draus. Ja, und dann schauen wir uns mal an, ne? Nur mal noch um zu überprüfen, hier unseren Statusreport für AGI März 2026. März mit Ä, nicht mit E. Und natürlich würde ich mir das Ganze jetzt hier einmal durchlesen müssen, aber wir können ja jetzt selber einschätzen, was es gebraucht hätte, wenn wir selber so etwas erzeugen müssen. Der Bericht ist augenscheinlich noch relativ dünn, aber er hat auf jeden Fall Zitate drin, er hat Quellen drin, wenn ich es richtig sehe, die man entsprechend nachvollziehen kann. Und das Ganze ist jetzt, sag ich mal, mit relativ wenig Aufwand entstanden. Wenn wir da natürlich jetzt noch mehr Anleitung hinterlegen, wenn wir der KI noch mal beibringen, wie diese Berichte strukturiert werden sollen, das alles ist technisch tatsächlich möglich. Und ich persönlich finde tatsächlich, müssen wir hier ehrlich sein, das sind Aufgaben, die uns wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit ersparen werden und auch Aufgaben, die zumindest bis vor kurzem dann noch sehr, sehr viel Zeit auch gekostet haben in Unternehmen, um diese Inhalte zu erzeugen. Und ein Aspekt, der tatsächlich jetzt immer stärker im Kommen ist, ist die Möglichkeit, dass man sich natürlich interaktiv ad hoc eigene Tools erzeugen lassen kann. Raycast beispielsweise hat jetzt auch so ein Tool vorgestellt. Glaze, im Prinzip ein Tool, wo wir einfach in natürlicher Sprache beschreiben, was wir haben wollen, und wir bekommen sofort eine Applikation auf unserem eigenen Laptop. Also das geht nochmal weiter als das, was wir bisher erlebt haben. Und das zeigt aus meiner Sicht auch so ein bisschen die Zukunft der Software auf. Nämlich Software wird wahrscheinlich zunehmend wirklich Personal Software, die wir nur noch für uns alleine erzeugen, genau mit unseren Ansprüchen, wie wir es haben wollen. Und sowas wird natürlich auch einen riesigen Einfluss auf die Arbeitswelt haben, wenn wir jetzt plötzlich ad hoc uns unsere eigenen Inhalte und Tools erzeugen können, wo wir früher entweder teure externe Software hätten einkaufen müssen oder eigene Entwicklerteams viele Wochen oder Monate beschäftigen, um diese Tools zu erzeugen. Also es ist spannend, das zu beobachten. Technisch haben wir tatsächlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ob diese Möglichkeiten auch mittel- und langfristig wirklich alle ausgeschöpft werden, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich persönlich gehe halt immer weiter dazu über, dass ich diese Befehle da dann reingebe und dann mache ich halt was anderes in der Zeit. Also ich brauche jetzt nicht dem Agenten notwendigerweise bei der Arbeit zuzuschauen, sondern letztendlich kann man viele Prozesse parallel anstoßen und andere Dinge machen. Und das Ganze geht natürlich zunehmend auch in die Richtung, wo Leute von Multi-Agenten-Systemen sprechen. Also Systemen, in denen ich quasi vielleicht einen orchestrierenden Agenten habe, der dann seine Subagenten beauftragt mit kleineren Aufträgen. Das alles auch technisch schon möglich. Ob es immer sinnvoll ist und zu besseren Ergebnissen führt, halte ich noch für fragwürdig. Es gibt Beispiele, wo das sehr gut funktioniert, andere Beispiele, wo es, glaube ich, tatsächlich jetzt keinen großen Vorteil notwendigerweise bringt. Aber auch das sind technische Fragestellungen, die letztendlich an denen gearbeitet wird, die geklärt werden müssen. Für mich viel wichtiger ist die Frage, was passiert denn jetzt wirklich mit einem Zustand, wo wir vielleicht kurz davor sind oder schon darüber sprechen können, dass wir eigentlich AGI haben. Es gibt natürlich verschiedene Meinungen zu dem Thema, aber fast durch die Bank weg muss man sagen, die großen bekannten Leute, die an KI arbeiten, haben alle ihre Prognosen auch tatsächlich sogar nochmal nach vorne gezogen. Elon Musk hat ja bekannterweise letztes Jahr gesagt oder vorletztes Jahr, dass 2026 auf jeden Fall AGI eintreten wird. Viele Leute sprechen davon, dass es jetzt tatsächlich schon der Fall ist. Ich glaube, viel wichtiger als die Frage, ob wir AGI haben oder ob wir schon ASI haben, ist letztendlich die Frage, wie nutzen wir diese Technologien denn jetzt sinnvoll? Wie stellen wir uns als Gesellschaft denn auch jetzt darauf ein, dass sich Dinge verändern können? Und wie lernen wir auch vor allem schnell, wofür wir diese Technologien vielleicht dann doch nicht einsetzen wollen? Also das ist auch ein persönliches Learning,
was ich in den letzten Jahren habe, ist nämlich nur, weil jetzt die KI eine bestimmte Aufgabe übernehmen kann, ist es nicht notwendigerweise immer schlau, der KI diese Aufgabe zu überlassen. Denn wenn ich persönlich beispielsweise etwas lernen will in einem Prozess, dann hilft es tatsächlich immer noch, diesen Prozess auch manuell und von Hand durchzuführen. Und es gibt jetzt aktuell auch viele Leute, die darüber diskutieren, dass man dann doch wieder ein paar Stunden die Woche vielleicht komplett von Hand Code schreiben sollte, um diese Fähigkeit nicht komplett zu verlernen, weil natürlich das Codeschreiben auch eine gewisse Denkfähigkeit trainiert, also eine bestimmte Art zu denken trainiert, die man vielleicht, wenn man nur mit Agenten zusammenarbeitet, nicht auf diese Art und Weise mehr trainiert. Ich habe da für mich auch keine abschließende Lösung gefunden. Ich finde es nur sehr spannend, mir anzuhören, wie andere Leute darüber urteilen und darüber nachzudenken, wie sich das ganze Thema in Zukunft entwickeln wird. Und bin natürlich auch gespannt, was ihr dazu sagt. Glaubt ihr, dass wir schon an dem Punkt sind, wo wir AGI haben? Haben wir vielleicht sogar ASI? Ist es vielleicht egal? Sind es alles nur leere Worthülsen, die im Prinzip nichts darüber aussagen, was jetzt wirklich die nächsten Jahre passieren wird oder eben auch nicht passieren wird? Ich mache mir darüber sehr viele Gedanken und ich hoffe, dass ihr uns gute Kommentare hinterlasst, auch gute Impulse, vielleicht auch für zukünftige Videos. Ich wollte einfach hierzu einmal ein bisschen meine Einschätzung geben und hoffe, dass ich euch damit auch ein bisschen weiterhelfen konnte. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Inside AI.